Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Wir schauen uns heute mal ein Thema an, das für ganz viele von euch super relevant ist. Wie findet man in Deutschland Arbeit? Speziell, wenn man Deutsch so auf A2, vielleicht B1-Niveau spricht. Wir haben hier einen Leitfaden vorliegen, so eine Art Ratgeberauszug, der genau das beleuchtet. Und unser Plan ist, wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch, schauen uns die wichtigsten Tipps an, damit du da einen klaren Plan hast. Denn ja, einen Job finden, das ist ja oft ein riesiger Schritt, um hier wirklich anzukommen. Absolut, das ist es. Äh, Jobsuche ist ja generell schon eine Sache. Und in einem neuen Land mit der Sprache vielleicht noch nicht ganz perfekt, klar, da gibt's Hürden. Aber, und das finde ich gut an der Quelle, es ist machbar. Man muss halt wissen, wie der Hase hier läuft sozusagen. Okay, super. Dann lass uns direkt mal anfangen. Wo startet man die Suche denn am besten? Der Leitfaden gibt da ja verschiedene Ideen. Genau, also als erstes wird die Bundesagentur für Arbeit genannt. Die Arbeitsagentur kennen ja viele. Auf deren Webseite arbeitsagentur.de, da kann man wohl ganz gut nach Jobs suchen, auch direkt in seiner Stadt. Das ist so der offizielle, ja, erste Anlaufpunkt. Oft gibt's da ja auch Beratung. Das ist der formelle Weg, okay? Aber es gibt ja auch diese ganzen Online-Jobbörsen. Indeed wird genannt, also indeed.de Mhm. und dann auch LinkedIn und Xing. Die kennt man ja vielleicht international. Aber wie funktionieren die hier speziell, laut dem Leitfaden? Gerade wenn man vielleicht noch nicht so top-Deutsch spricht. Also die Grundidee ist klar, Firmen schreiben da Jobs aus, du suchst. Aber der Leitfaden sagt auch, und das ist wichtig, leg dir da ein Profil an, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Einfach die Basisinfos rein. Name, Kontaktdaten, was du gelernt hast, vielleicht erste Jobs oder Praktika. Denn Firmen suchen da auch selbst nach Leuten. Und manchmal sind es gerade die einfacheren Jobs, wo super Deutsch vielleicht gar nicht Prio 1 ist. Also es ist eine Chance, auch gefunden zu werden, nicht nur selber zu suchen. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Also sichtbar sein, auch mit einem einfachen Profil. Jetzt kommt aber was, das hört man in Deutschland ja immer wieder und steht auch hier drin. Persönliche Kontakte. Vitamin B. Klingt ja fast geheimnisvoll. Was meint die Quelle damit genau? Ja, das ist so ein typisch deutsches Ding irgendwie. Vitamin B-Beziehungen. Das ist aber nichts Schlimmes oder so. Es bedeutet einfach, dass total viele Jobs über Empfehlungen weggehen. Über Leute, die man kennt. Die werden oft gar nicht erst ausgeschrieben. Wenn dein Nachbar weiß, du suchst was und seine Firma braucht zufällig wen, das kann Gold wert sein. Deshalb der Rat im Leitfaden, sag's rum. Freunden, Bekannten, Nachbarn im Deutschkurs. Aktiv das eigene Netzwerk nutzen. Das basiert halt oft auf Vertrauen. Verstehe. Also nicht nur online klicken, sondern auch im echten Leben die Ohren offen halten und sagen, was man sucht. Okay, angenommen, man hat jetzt eine interessante Stelle gefunden, egal wie. Was für Unterlagen braucht man dann für die Bewerbung? Der Leitfaden listet da ja die Klassiker auf. Ja, genau. Die 3 üblichen Verdächtigen. Erstens der Lebenslauf, also der CV. Zweitens das Bewerbungsschreiben oder Anschreiben. Und drittens Zeugnisse und Nachweise. Also was du an Abschlüssen hast, Arbeitszeugnisse, vielleicht auch Zertifikate von Kursen. Okay, beim Lebenslauf steht da kurz und klar. Was heißt das für deutsche Chefs? Wie macht man den klar, auch wenn man vielleicht aus einem anderen System kommt? Klar heißt vor allem übersichtlich, strukturiert. Die Quelle sagt Name, Adresse,
Telefon, E-Mail muss aktuell sein. Logisch. Dann, was hast du gelernt? Schule, Ausbildung, Studium. Und wichtig, wo hast du gearbeitet? Was waren die Aufgaben? Am besten das Neueste zuerst. Auch Praktika oder kleine Jobs gehören da rein. Es geht um Stichpunkte, nicht um Romane. Und für A2, B1 heißt das einfache, klare Sätze. Kein kompliziertes Zeug. Gut. Und das Bewerbungsschreiben, da steht kurzer Text zur Motivation. Davor haben ja viele Respekt, auf Deutsch zu schreiben. Gibt der Leitfaden da Tipps, wie man das mit A2, B1 gut hinkriegt? Ja, der Kern ist, zeig deine Motivation. Warum willst du genau diesen Job? Man muss da keine Literaturpreise gewinnen. Das Beispiel im Leitfaden ist ja super. Ich arbeite gern mit Menschen. Ich bin freundlich und zuverlässig. Solche Sätze sind einfach, aber die sagen was Wichtiges aus. Man kann auch kurz auf die Anzeige eingehen, zeigen, dass man es verstanden hat. Vielleicht ein, zwei Sätze, warum man ins Team passt oder die Aufgabe gut findet. Wichtiger als perfekte Grammatik ist oft ehrlich sein, positiv rüberkommen. Kurze Sätze sind besser als lange, fehlerhafte. Das ist doch mal eine gute Nachricht, gerade wegen der Sprache. Das bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt. Reicht mein Deutsch? Die Sorge haben ja viele. Aber der Leitfaden klingt da ja eher optimistisch. Ja, total. Das ist eine Kernaussage. Perfektes Deutsch auf A2, B1 erwartet keiner. Viele Arbeitgeber sind da echt verständnisvoll, gerade in praktischen Berufen. Entscheidend ist was anderes, sagt die Quelle. Deine Motivation muss rüberkommen und dass du bereit bist zu lernen. Dafür gibt's ja auch diese Beispielsätze. Ich lerne jeden Tag oder ich gebe mein Bestes. Klingt simpel, aber hat wahrscheinlich eine große Wirkung, oder? Absolut. Das signalisiert ja gleich mehrere Sachen. Erstens, du weißt, wo du stehst mit der Sprache. Zweitens, du willst besser werden. Drittens, du bist engagiert, willst anpacken. Das zeigt dem Chef, okay, die Person ist motiviert, will sich reinhängen und lernen. Das kann sprachliche Lücken oft ausgleichen, wenn der Rest passt. Okay, verstanden. Nehmen wir an, die Bewerbung war gut, man wird eingeladen, Gespräch oder vielleicht sogar mehr. Da erwähnt der Leitfaden was, das kennt vielleicht nicht jeder, die Probearbeit. Was ist das denn genau? Ja, Probearbeit. Die Quelle beschreibt das als so eine Art Mini-Praktikum. Meistens nur ein, zwei, vielleicht 3 Tage. Der Sinn dahinter ist klar. Der Chef will sehen, wie du so arbeitest, wie du ins Team passt, ob die Chemie stimmt. Und du kannst auch gucken, ob es dir gefällt. Klingt erstmal nach Stress. Muss man davor Angst haben? Oder ist das normal hier? Nee, der Leitfaden sagt extra, keine Angst, das ist normal. Das ist wohl ziemlich üblich, gerade im Handwerk, in der Gastro, im Service, also oft da, wo man auch mit A2, B1 gut reinkommen kann. Es ist weniger eine Prüfung, mehr so ein gegenseitiges Kennenlernen bei der Arbeit. Sieh es als Chance. Okay, als Chance. Und wie nutzt man die am besten? Gibt's da Tipps im Leitfaden? Ja, ganz praktische. Sei freundlich zu allen. Ganz wichtig. Pünktlich sein. Das kommt ja eh gut an. Zeig dich hilfsbereit. Frag nach, ob du was tun kannst. Biete Hilfe an. Und lächeln. Es geht darum, einen positiven Eindruck zu machen. Engagiert, teamfähig, zeigen, dass du Lust hast. Nicht perfekt sein, aber die richtige Einstellung haben. Rumstehen und Däumchen drehen ist eher schlecht. Leuchtet ein. Das führt uns ja zur allgemeinen Frage. Was ist Arbeitgebern in Deutschland denn überhaupt wichtig? Welche Eigenschaften zählen besonders, laut Quelle?
Also, der Leitfaden nennt da so die 4 Klassiker. Pünktlichkeit, Sauberkeit, also gepflegt aussehen, Arbeitsplatz okay halten, Höflichkeit und Teamarbeit. Das sind so die Basics der deutschen Arbeitskultur, kann man sagen. Pünktlichkeit sticht ja besonders hervor. Da steht ja dieser Satz, wenn du pünktlich bist, hast du schon 50% gewonnen. Krass. Warum ist das so extrem wichtig? Ja, das ist tief drin hier in Deutschland. Zeit, Planung, Zuverlässigkeit. Pünktlichkeit ist nicht nur nett, sondern zeigt Respekt vor der Zeit der anderen. Es ist ein Zeichen für Verlässlichkeit. Wer unpünktlich ist, wirkt schnell unorganisiert oder desinteressiert. Die 50% sind natürlich plakativ, aber klar. Pünktlichkeit bringt dir sofort Pluspunkte. Okay, Pünktlichkeit gleich Muss. Aber wie zeigt man die anderen Sachen wie Höflichkeit, Teamfähigkeit? Gerade im Stress, wenn man sprachlich unsicher ist. Naja, indirekt schon durch die anderen Tipps. Höflichkeit. Einfach grüßen, bitte, danke sagen, Leute anschauen, ausreden lassen. Teamfähigkeit. Bei der Probearbeit eben helfen, auf Leute zugehen, Fragen stellen. Zeigen, dass man zusammenarbeiten will. Und im Gespräch kann man es ja auch sagen, mit diesen einfachen Sätzen. Stimmt, da gibt's ja diese Liste mit Sätzen fürs Vorstellungsgespräch. Das ist doch super praktisch für A2, B1-Level. Absolut, die sind Gold wert. Die sind so gemacht, dass sie wichtige Signale senden, aber sprachlich nicht überfordern. Beispiele waren ja: Zur Begrüßung, guten Tag, ich freue mich auf das Gespräch. Zeigt gleich eine gute Einstellung. Über dich selbst. Ich bin motiviert und zuverlässig. Oder ich arbeite gern im Team. Zur Lernbereitschaft, ich lerne schnell. Und zur Zukunft, ich möchte in Deutschland eine Zukunft aufbauen. Das zeigt, du meinst es ernst. Das sind echt gute, kurze Sätze. Und es gab noch einen Tipp, wie man die sagt, oder? Genau. Langsam und klar sprechen. Das hilft dem Gegenüber, dich zu verstehen. Es vermeidet Missverständnisse. Und es gibt dir selbst auch mehr Sicherheit. Zeigt auch wieder, du bist dir bewusst, wie du sprichst und bemühst dich um Verständlichkeit. Das kann Nervosität echt reduzieren. Motivation und Klarheit sind da wichtiger als Perfektion. Okay, wenn wir das jetzt alles mal so Revue passieren lassen. Von der Suche bis zum Gespräch. Der Leitfaden zeichnet ja doch einen recht klaren Weg. Fassen wir die Schritte noch mal kurz zusammen. Gerne. Also, im Grunde sind es 5 Phasen. Erstens, Job suchen. Über die offiziellen Wege wie Arbeitsagentur, online, auf Indeed und Co. und eben über Leute, Vitamin B. Zweitens, Unterlagen fertig machen. Kurzen, klaren Lebenslauf schreiben. Drittens, Bewerbung losschicken. Lebenslauf plus kurzes Anschreiben, das deine Motivation zeigt. Viertens, zum Gespräch gehen. Freundlich sein, pünktlich und einfache Sätze nutzen, um Motivation zu zeigen. Fünftens, Probearbeit. Wenn es dir gibt, Engagement zeigen, Hilfsbereitschaft, zeigen, dass du reinpasst. Klingt machbar. Ein klarer Fahrplan. Aber der Leitfaden hat noch einen ganz wichtigen Punkt am Ende, oder? Der steht so ein bisschen über allem. Richtig. Und das ist vielleicht die allerwichtigste Message. Nicht aufgeben. Da steht klipp und klar, Jobsuche kann dauern. Absagen sind normal. Nicht entmutigen lassen. Die Kernaussage ist echt ermutigend. Jeder findet Arbeit, wenn er dranbleibt. Also Beharrlichkeit, nicht den Kopf hängen lassen, positiv bleiben. Das ist das A und O. Das ist ein super wichtiger Gedanke zum Schluss aus unserer Quelle. Wir hoffen, diese Besprechung, dieser Blick in den Leitfaden hat dir jetzt ein paar konkrete Ideen und vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit für deine Jobsuche gegeben. Die Schritte sind klarer, du weißt, worauf es ankommt.
Genau. Und vielleicht noch als letzten Gedanken anknüpfend an dieses Dranbleiben, glaub an dich. Und frag dich mal, was ist der allerersteste, vielleicht nur ein winziger Schritt, den du noch heute machen könntest, um deinem Ziel Arbeit finden ein kleines Stück näher zu kommen? Vielleicht nur kurz auf arbeitsagentur.de schauen oder einem Freund schreiben oder einen dieser Sätze üben. Jeder kleine Schritt zählt. Ein super Impuls zum Schluss. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.